Kennt ihr diese Serie, The Handmaid's Tale? Oder nee, bei euch heißt sie ja Der Report, der Markt. Die ist doch der Hammer, oder? Ach so, ihr kennt die ja nicht. Ja, Glück, die müsst ihr euch unbedingt anschauen. Die ist der Knaller. Die Serie wurde mit Golden Globes Awards, Emmy, alles Mögliche ausgezeichnet. Die ist wirklich super. Aber Achtung, es ist keine Komödie. Ja, das kann ich euch gleich sagen. Ne? Im Gegenteil, die geht manchmal ganz schön unter der Haut. Die Geschichte spielt in einem dystopischen Staat namens Gilead, der sich in der USA befindet und von einer fundamentalistischen Regierung beherrscht wird. Frauen haben überhaupt keine Rechte mehr und die werden in so eigene Rollen reingedrückt. Ne? Es gibt Marthas, das sind die Haushälterinnen für die Elite, es gibt Tanten, die bilden die Mägde aus und dann natürlich die Mägde selber, die nachdem fast alle Frauen unfruchtbar geworden sind, als Brutstätten für die Kommandanten eingesetzt werden. Ja, gesegnet sei die Frucht. Im Mittelpunkt steht June Osborne, gespielt von Elizabeth Moss. Eine Magd, die bei einem der Commander eingesetzt wird und in 6 Staffeln wird ihr Überlebenskampf und ihr Mut zum Widerstand gezeigt. Ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, Moment, das ist doch eine Serie, die in Boston stattfindet und das ist ja in der USA. Was hat das jetzt mit Kanada zu tun? Ziemlich viel. Weil erstens ist das Buch, nachdem die Serie gedreht wurde, von einer kanadischen Autorin geschrieben wurde, Margaret Atwood, die auch mehrere Auszeichnungen dafür gekriegt hat. Und zweitens ist die komplette Serie in Kanada gedreht worden. In Toronto, Hamilton und in Cambridge. Ja, und in Cambridge, da sind wir jetzt. Hier findet momentan die Ausstellung Unter seinem Auge statt. Und neben Filmrequisiten kann man sich auch gemütlich ein paar Drehorte anschauen. Und das tun wir jetzt. Wer weiß, vielleicht erkennt ihr ja das ein oder andere Gebäude wieder. Also, willkommen in Gilead. Wir fangen auch gleich hier an den Flutmauern an. Das habt ihr wahrscheinlich nicht wirklich erkannt direkt, weil da fehlen jetzt die 1 oder 2 Erhängten, die sonst dekorativ da rumhängen. Ne? So, jetzt vielleicht. Ne? Aber das ist die Mauer in Gilead. Jeden Tag sind hier die Mägde entlang gegangen, entweder zum Einkaufen oder mit Tante Lydia, die sie dann zum nächsten Kommandanten gebracht hat. Sieht nach nichts aus, war aber eigentlich eine ziemlich gruselige Stelle in der Serie. In Cambridge gibt es direkt 2 Ratshäuser. Ein altes und ein neues. Und beide haben Filmkarriere gemacht. Im alten Rathaus, da wurden die historischen Ratssäle in Gileads Gerichtssaal umfunktioniert. Und das neue Rathaus diente als Kulisse für das Gericht. Und genau in diesem Eingang hier wurde die Magd Desglen angeklagt, verurteilt und abgeführt. Und wir gehen da jetzt drin, weil nämlich in dem neuen Rathaus Originalrequisiten der Serie ausgestellt sind. Also.
Der Cambridge Markt, der existiert schon circa 1830. Ja, hier wurden schon vor 200 Jahren die Äpfel verkauft. Ist also kein Wunder, dass man diesen Farmersmarkt zum Gilead Supermarkt umfunktioniert hat. Hier sind die Mägde hingekommen und haben für das Abendessen eingekauft. Bio, regional, saisonal, alles schön dystopisch. Ja, der ist nur samstags ob und hier kann man nicht Samstag. Schade. In der Ainsley Street Nummer 16, hier ist ein Café und auch da wurde eine Szene gedreht. Nämlich aus der Zeit, wo Gilead noch nicht etabliert war und die Welt noch in Ordnung und wo man das Kaffee trinken konnte, ohne dass Soldaten neben einem standen. Das Hetze von Cambridge Downtown und auch das Hetz von der gesamten Serie. Denn an dieser Stelle, da wurden unzählige Szenen gefilmt. Proteste, Momente aus den frühen Gilead-Zeiten und alles, was man sonst so braucht, um eine Dystopie lebendig zu machen. Die ikonische Brücke von Cambridge war natürlich der Superstar der Serie. Hier mussten die Mägde, die Tanten, die Soldaten hin und her laufen. Und wenn man hier über die Brücke geht, dann kommt man zum Queen's Square. Da wurden ein bisschen unschöne Szenen gedreht. Nämlich als die Handmaids oder die Mägde erhängt werden sollten. Übrigens, der Teil hier von Cambridge, der heißt Galt und der wurde 1830 gegründet von William Dixon. Ja, und der hat sich gedacht, auch hier, Queen Square, das machen wir jetzt das Zentrum von der Stadt und da kommt der Markt hin und alle Leute treffen sich und haben Spaß. Hat nicht ganz so ausgearbeitet, wie er sich das gedacht hat, aber guter Versuch. Ne? Kennt ihr das Café hier noch im Hintergrund? Moment. Vielleicht so ist besser. Da hat sich June und noch so ein paar andere Handmaids reingeflüchtet. Hier im Center for the Arts, da ist zwar nichts gedreht worden, aber die haben Requisiten hier ausgestellt. Teile vom Büro von Commander Waterford und noch ein anderes größeres Requisit aus der Serie. Ein kleiner Schatz für Fans. Ja, lassen wir uns loren. Als der Commander Waterford verstorben ist, beziehungsweise von June Osborne erledigt, ne, wurde der
in so einem Sarg mit dem Tuch hier bedeckt zu Grabe getragen. Hier steht es, schwarz und weiß. Und hier sind wir auch schon an unserem letzten Stopp. Ihr seht schon historische Häuser, elegante Straßenlaternen und majestätische Bäume. Ist ja klar, wer hier gelebt hat. Natürlich die Kommandanten mit ihren hochprivilegierten Familien. Und damit sind wir auch am Ende von unserem Gilead-Erlebnis. Es ist knusprige 8 Grad. Ich freue mich jetzt auf eine heiße Tasse Tee und vielleicht ein heißes Süppchen. Ne? Da wird mal wieder warm. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also wie gesagt, die Serie ist super. Kann ich empfehlen. Aber ne, et jeder bisschen unter der Haut. Bis bald. Tschüss. Von der Park Hill Bridge am Grand River, da hast du noch so einen herrlichen Blick auf gefühlte sämtliche Drehorte gleichzeitig. Main Street Brücke, die alte Kirche, Rathaus. Schön.